Wenn sich meine Mutter auf den Kopf stellt, ich werde nicht mit nach Paris fliegen. Du willst auf Mallorca bleiben? Vorerst zumindest. Bis ich weiß, wie es weitergeht. Ricardo ist nicht dein leiblicher Vater. Wie soll ich dir doch jetzt noch vertrauen? Timo, warte. Brauch erst mal Zeit für mich, lasst mich alle in Ruhe und sucht nicht nach mir. Was du tust, ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich möchte Herrn Klaus Hillebrand in den Zeugenstand rufen lassen. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Herr Hillebrand. Herr Hillebrand. Sie behaupten also, Frau von Lahnstein hat Sie gekidnappt. Herr Vorsitzender, ich muss noch mal darauf hinweisen, die Mutmaßungen des Zeugen Hillebrand haben in diesem Fall keinerlei Relevanz. Doch. Sie beweisen, dass Nicola von Lahnstein psychisch nicht in der Lage ist, die Verantwortung für das Leben meines Sohnes zu tragen. Würden Sie uns bitte erklären, wie es dazu gekommen ist? Ja. Frau von Lahnstein war überzeugt, ich hätte ihren Mann überfahren. Irgendwie hat sie herausgefunden, wo ich wohne. Ich habe gesagt, hinsehen. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Ich habe Sie richtig verstanden. Frau von Lahnstein hat Sie mit einer Waffe bedroht. Das ist doch absolut lächerlich. Meine Mandantin besitzt gar keine Waffe. Bitte fahren Sie fort. Ja, sie hat immer wieder gesagt, das ist alles ihre Schuld, das ist ihre Schuld. Sie war völlig außer sich. Frau von Lahnstein, sind Sie noch bei uns? Ist es zutreffend, was Herr Hillebrand soeben berichtet hat? Angesichts des neuen Ermittlungsstands beantrage ich eine Unterbrechung der Sitzung. Stattgegeben. So, was war das? Er hat gesagt, dass er die Sache auf sich beruhen lässt. Das seid ihr ja schon. Das ging ja mal sehr schnell. Gibt es schon eine Entscheidung? Nein, aber dafür ein Riesenproblem. Nico hat irgendeinen Autofahrer entführt und massiv bedroht mit einer Waffe. Oh, dann hat das Trotz also doch ins Spiel gebracht. Ein Moment, ihr habt das jetzt nicht gewusst. Nico, wie geht's dir? Ja, wir haben es gewusst. Schließlich mussten wir ja Nico beschützen. Aber offensichtlich hat dir mal wieder niemand was gesagt. Ansgar. Was denn? Ist doch wahr. Ausgerechnet, du sollst dafür sorgen, dass Nico die Vorsorgevollmacht für Philipp behält. Das ist doch völlig absurd. Ja, es ist wirklich völlig absurd. Zumal ich der Einzige hier bin, der nicht weiß, was gespielt wird. Tja, ich würde mir auch gut überlegen, was ich dir sage. Ansgar, bitte. Beitrag ist jetzt nicht sehr hilfreich. Wieso? Immerhin ist Ansgar der Einzige, der mir offen ins Gesicht sagt, was er von mir hält. Im Gegensatz zu euch. Kannst du nicht damit aufhören? Ach, bitte, Sebastian, entschuldige, das muss irgendwie untergegangen sein. Untergegangen? Ja klar, ich bin ja auch nur der Anwalt. Ja, schlimm genug. Das kann sich jederzeit ändern. Wie wär's, wenn ihr ausnahmsweise mal euren Kleinkrieg vertagt und euch stattdessen um Nico kümmert? Kerstin. Ich wollte mich verabschieden. Ich muss zurück nach Paris, die Arbeit. Und was ist mit Leonie? Hat sie schon eine Unterkunft? Oder? Leonie fliegt mit mir. Sie muss sich auf die Schule vorbereiten. Was sagt sie dazu? Du willst sie mitnehmen. Du willst gar nicht, dass wir uns kennenlernen. Dazu hattet ihr 5 Tage lang Zeit. Sie ist um die Insel gereist. Ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Wie stellst du dir das vor? Vielleicht will ich mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß, du sagst, du hast dich verändert, aber egal, ob du dich jetzt Padre nennst, für mich bleibst du der Jan, der... Ich habe mich verändert. Und warum wohnst du dann ein paar Straßen neben deiner Schwester? Zufall. Natürlich. Und niemand darf davon wissen. Weil es niemanden etwas angeht. Leonie hatte eine glückliche Kindheit.
Mit mir. Treib kein Keil zwischen uns. Ich will nicht, dass sie Teil deiner Familientragödie wird. Es gibt keine Tragödie mehr. Wem willst du ja was vormachen? Mir? Dir selbst? Lass uns einfach in Ruhe. Reicht das, um Nico die Vorsorgevollmacht zu entziehen? Die Arme. Bedienung. Ich komme. Für dich einen Kakao? Hier steckst du. Lief nicht so gut im Gericht. Ich bin schuld. Ich habe Trotz doch erst auf die Idee gebracht, den Zeugen aufzutreiben. Wie kommst du denn darauf? Ich wollte ihm vor dem Prozess noch einmal klar machen, wie sehr Nico Philipp liebt. Und dabei habe ich erwähnt, dass sie bereit gewesen wäre, für ihn zu töten. Aber was für eine Alternative hatte ich denn? Ich bin bald wieder bei dir. Gott, Sie gehen zu weit. Sebastian. Tut mir leid, dass ich dir nichts von Hillebrand erzählt habe. Ja, ist schon gut. Was ist, wenn Trutz recht hat? Das darfst du nicht mal denken, okay? Jetzt kommt es darauf an, was für einen Eindruck Nico auf den Richter macht. Was meinst du damit? Es ist wichtig, dass sie psychisch stabil wird, auch wenn Trutz natürlich genau das Gegenteil mit seiner Aktion erreichen will. Ich empfinde keine Freude an diesem schmutzigen Spiel. Zu dem ist Nikola leider kommen lassen. Und jetzt wollen Sie demonstrieren, dass Nikola falsch liegt? Koste es, was es wolle. Ich will Frieden für meinen Sohn. Du hast Angst, dass Philipp stirbt, weil du dann... Was? Weil ich ihn dann mit meiner Fahrerflucht umgebracht habe? Tristan, es geht mir doch nicht um mich. Ausnahmsweise mal. Ich würde sofort mit Philipp tauschen, wenn es irgendwie möglich wäre. Und im Grunde habe ich nicht nur Philipp auf dem Gewissen, sondern auch Nico. Sie ist gerade dabei, sich völlig aufzugeben. Willst du jetzt etwa aufgeben? So kurz vor dem Ziel? Denkst du denn, dass es richtig ist, Philipp am Leben zu erhalten? Ich? Das tut überhaupt nichts zur Sache. Doch, natürlich. Wie willst du ihn vernünftig verteidigen, wenn du nicht überzeugt bist? Verdammt noch mal, Nico. Du musst überzeugen. Also reiß dich jetzt bitte endlich zusammen und zeig dem Richter, dass man sich auf dich verlassen kann. Das wird ziemlich schwer. Denkst du denn, wir haben eine Chance? Gut. Okay, bis dann, Andi. Ciao. Na, baggerst du wieder deinen Trostpreis an? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Sag mal, meinst du echt, Andi kann den großen, mächtigen Mann ersetzen? Lahnstein Enterprises, Wolf, was kann ich für Sie tun? Kann es sein, dass du neidisch bist? Frau Stiel. Schätzchen, ich hatte ihn. Aber er war nicht so doll. Tja, vielleicht hattest du es einfach nicht drauf. Frau Stiel, Telefon. Ja, doch. Von Lahnstein. Frau von Lahnstein, hallo. Geht's Ihnen gut? Ja, jetzt wo Sie es endlich geschafft haben, sich ans Telefon zu bewegen, bestens. Jessica, es gibt gute Nachrichten. Mike Vanderbilt wird die Inzestkampagne fotografieren. Mike Vanderbilt? Oh, war klar, dass Ihnen der Name nichts sagt. Egal. Also, da Sie nun mal mein Model sind, sehen Sie zu, dass Sie pünktlich beim Shooting erscheinen. Wo findet denn das Shooting statt? Palma de Mallorca. Die Flüge sind reserviert. Alles Weitere wird Ihnen Frau Wolf erklären. Ja, aber... Ich bin noch in Paris. Wir sehen uns in Palma. Mallorca? Ja, so ist das eben, wenn man schön und berühmt ist. Man kommt eben rum in der Welt. Mallorca? Ist das nicht die Putzfraueninsel? Respekt. Legen Sie das bitte Frau von Lahnstein auf den Tisch? Gut, der Fahrer bringt Sie direkt vom Flughafen zum Playa de Palma.
Playa de... Palma auf Mallorca. Mallorca? Ist Ihnen das nicht gut genug? Sorry, aber Barbados war auf die Schnelle nicht zu organisieren. Bis morgen. Hey, Schätzchen. Hi, Mama. Gracias. Dos ensaimada, por favor. Hola? Charlie, ich bin's. Es gibt ein Problem. Bei mir gerade gar nicht, Schätzchen. Doch, spätestens morgen. Eine Katastrophe. Ach, Olli, kann es sein, dass du gerade ein bisschen hysterisch bist? Das bin ich nicht. Tanja kommt. Nach Mallorca, morgen. Sag mal, willst du mich hochnehmen? Olli, das ist nicht komisch. Wir haben da ein Shooting für Inzest in Palma. Mein Gott, ich habe immer gesagt, es darf diese Parfumkampagne nie wieder geben. Hör zu, du musst verhindern, dass Tanja hier auftaucht. Stellst du dir das vor? Soll ich sie mit Waffengewalt hindern? Steig aus. Bitte? Olli, Clarissa geht davon aus, dass ihre Erzfeindin Tanja tot ist. Und Tanja glaubt das Gleiche von Clarissa. Ist dir eigentlich bewusst, was passiert, wenn die beiden hier aufeinandertreffen? Die Erde bleibt stehen. Auf jeden Fall keine Plänkelei. Olli, hör zu, ich meine das ernst. Du musst um jeden Preis verhindern, dass Tanja hier auftaucht. Ich verlasse mich auf dich, ja? Klar, natürlich. Diesmal nicht, vergiss es. Leonie, bitte, jetzt warte doch. Wozu? Ich will hier bleiben. Glaub mir, ich wäre auch gern noch länger hier geblieben. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Dir fällt plötzlich ein, dass du arbeiten musst? Leonie. Warum willst du nicht, dass ich meinen Vater kennenlerne? Du musst dich auf die Schule vorbereiten. Ich bleibe hier. Heißt das, du entscheidest dich gegen mich? Mama, ich will doch nur... Schon in Ordnung. Geh zu ihm. Noch genehmige ich hier die Trainingseinheiten. Oder haben Sie daran irgendwelche Zweifel? Nein, tut mir leid, Chef. Bin ich hier eigentlich für alle nur noch der Depp vom Dienst? Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Ja, Herr Streber. Hör auf, rumzujammern und hilf mir lieber. Das ist nicht mein Job. Sag mal, bist du eigentlich glücklich? Also beruflich, meine ich. Eigentlich schon. Eigentlich. Komm schon, du hast doch bestimmt Träume. Keine Ahnung, ist lange her, dass ich geschlafen habe. Und du? Lass mich raten, du willst das Iffezheimer Galopprennen gewinnen. Ja, mindestens. Und zwar mit dem eigenen Pferd. Witzig. Gar nicht. Du darfst als Jockey überhaupt kein eigenes Pferd besitzen, wegen möglicher Wettmanipulation. Weiß ich doch. Aber ich könnte mit jemandem zusammenarbeiten, dem das Pferd gehört. Schau mal, das ist Brutus. Und ich schwöre dir, der Preis ist ein Schnäppchen. Wieso erzählst du das ausgerechnet mir? Vielleicht, weil ich glaube, dass du auch mehr vom Leben willst. Hey, du warst mal Boxer, du hast Biss, oder? Und? Willst du den alten Sohn-Felden an die Wand nageln? Was denn, Nico, das kannst du dir doch nicht bieten lassen. Der Typ behauptet, du wärst geisteskrank. Ist er wohl völlig gestört, versucht seinen Sohn umzubringen, stellte die Geräte ab. Das interessiert den Richter mit Sicherheit. Ansgar, er hat das aus Verzweiflung getan. Na und? Du musst jetzt kämpfen. Mache ich ja, aber nicht so, wie du es tun würdest. Sondern? Anständig. Wenn ich es schaffe, beim Richter einen vernünftigen Eindruck zu hinterlassen, dann werde ich die Vorsorgevollmacht auch behalten. So, meinst du, ja? Ja, das meine ich. Und Sebastian auch. Ach Gott, der Anwalt, dem die Frau weggelaufen ist? Ach, hör auf, bitte. Na dann. Ich drück dir die Daumen. Geht es weiter? Buenas, Leonie. Ja, alles klar? Ich arbeite gerade an dem perfekten Julien. Das ist gar nicht so einfach. Ist Timo nicht da? Oder kommt er noch? Er hat sich mit seinen Eltern gezofft und ist jetzt, ja, was soll ich sagen? Abgehauen. Ja.
Ich hasse das. Meine Mutter schafft es immer irgendwie, dass ich mich schlecht fühle, wenn ihr irgendwas nicht passt. Sie akzeptiert es immer noch nicht, dass du deinen Vater kennenlernen willst? Nein. Sie will, dass ich mit ihr nach Paris fliege und am besten nie wieder zurückkomme. Aber das kann sie vergessen. Diesmal nicht. Diesmal ziehe ich mein eigenes Ding durch. Also wie kann er deine Mama da auch nicht ausrichten, ne? Sie hat mal 3 Monate nicht mit mir gesprochen. Kein Wort. Nur ab und zu eine E-Mail. Das war wirklich unheimlich. Was hieß denn das denn? Ich habe ihre Unterschrift auf einer Krankmeldung gefälscht. Boah, lächerlich. Das macht doch jeder heutzutage. Eben. Kannst dir vorstellen, wie die abgeht. Wenn ich jetzt nicht mit nach Paris komme, dann war's das. Dann habe ich nicht mal meine Mutter. Hey. Kitzlig, oder was? Nee, Muskelkater von Zementsäcken. Oh, das sind aber ganz schön viele Zementsäcke, hä? Du wirst alt. Ich dachte, da stehst du drauf. Apropos, wie wär's denn mal mit einer richtigen Begrüßung? Hey, Andi. Nein, falsch. Schließlich könnte der olle Lahnstein doch jederzeit um die Ecke kommen. Hey, Leute. Hey. Hey. Machst du mir einen Kaffee? Schwarz. Miri? Ich habe gerade versucht, oben eine Runde zu pennen, aber... Die Handwerker? Ja. Kann es sein, dass in den Pensionszimmern gerade die Waschbecken rausgerissen werden? Das war ich. Ich habe heute Morgen angefangen. Also, dass du deinen Kopf noch bewegen kannst, das fühlt sich an wie ein Schleudertrauma. Meine neue Masseuse einfach ignorieren. Naja, Schlaf wird eh überbewertet. Wann wird denn das fertig? Ich habe schon organisiert, obwohl das Haus uns beiden gehört. Also mach mich nicht an. Ist ja gut. Wir geben richtig Gas. Das wäre cool. Hier. Danke. Ist ja schon eine Top-Lage hier, ne? Und dann noch frisch renoviert. Ja, das steigert den Wert des Objekts auf jeden Fall. Was glaubst du denn, was das Ganze hier so wert ist? Wieso? Denkt ihr über eine Gütertrennung nach? Sorry, blöder Witz. Charlie, was erwartest du von mir? Soll ich den Flughafen in die Luft sprengen? Hey, nicht so. Ach, deine Verletzung stimmt. Aber vielleicht habe ich eine Idee. Hey. Du, ich habe mir noch so geile neue Bikinis gekauft. Man weiß ja nie. Hast du euch schon gepackt? Oh, das wird der Hammer, wenn wir zwei erst... Was hast denn du da? Eine Halskrause. Ja, das sehe ich. Warum trägst du die? Ich hatte einen Unfall. Einen Autounfall. Im Taxi. Scheiße. Du hast ja nichts gebrochen, oder? Nee, das ist nur ein Schleudertrauma. Oh, zum Glück. Ich dachte, wir müssten das Fotoshooting absagen. Oh Gott. Ja. Nein. Olli, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist meine Chance. Ja, glaubst du, mir geht's gut mit diesem... Oh, nein. Warum muss mir immer sowas passieren? Endlich hat mal jemand erkannt, dass was in mir steckt und dann so eine Scheiße. Olli, ich stehe so kurz vorm Durchbruch, so kurz. Frau von Lahnstein? Oliver Sabel hier. Bitte rufen Sie mich ganz dringend zurück. Ja, es stimmt, ich habe Herrn Hillebrand unter Druck gesetzt. Unter Druck? Herr zu Hohenfelden. Sie werden noch ausreichend Gelegenheit haben, sich zu äußern. Möchten Sie Ihrer Aussage noch etwas hinzufügen? Ich kann nur noch einmal sagen, wie unendlich leid mir das alles tut. Sie haben mir damals zwar versichert, dass die Angelegenheit für Sie erledigt ist, aber ich kann mir vorstellen, wie schwierig das für Sie ist. Sehen Sie denn nicht, was hier passiert? Sie will ihn manipulieren. Herr zu Hohenfelden. Sie war kurz davor, diesen Mann umzubringen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Einen! Diese Frau ist unzurechnungsfähig. Merkt das denn keiner? Ach ja? Das hat Philipp wohl ein wenig anders gesehen, sonst hätte nicht ich die Vorsorgevollmacht. Nicola von Lahnstein
war geradezu besessen von meinem Sohn. Bis über den Tod hinaus. Ach, und das, was du machst, das ist alles richtig, ja? Nicht. Trutz zu Hohenfelden hat einfach die Beatmungsgeräte abgestellt. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre Philipp schon längst tot. Nico, es reicht. Er ist tot. Begreif das endlich. Ach ja, nur du weißt ja, was richtig und was falsch ist. Für wen hältst du dich? Für Gott? Holla, einen Orangensaft bitte. Hey. Hey. Ich dachte, ihr seid schon am Flughafen. Verstehe. Meine Mutter hat sich also sogar für mich verabschiedet. Wie nett von ihr. Danke. Ja, sie war vorhin kurz bei mir. Jedenfalls kann sie allein nach Paris fliegen. Wenn ich sage, ich brauche Zeit, dann will ich auch Zeit bekommen. Verstanden? Leonie, deine Mutter macht sich einfach Sorgen. Kann sein, ist mir egal. Ist doch kindisch. Nur weil ich vielleicht eventuell mal meinen Vater kennenlernen will. Als ob das irgend so eine schlimme Sache ist für sie. Naja, vielleicht sieht das von ihrem Standpunkt aus so aus. Hm? Vielleicht wäre ich tatsächlich kein so guter Vater gewesen. Woher willst du das wissen? Du wusstest doch noch nicht mal, dass ich existiere. Ich war kein besonders angenehmer Mensch. Ich war, mein Gott, ich war zerrissen, ich war verzweifelt, wütend, egozentrisch. Ich war alles andere als beziehungsfähig. Ich habe nach irgendetwas gesucht. Irgendetwas, was ich eigentlich erst in Gott gefunden habe. Stopp. Soll das heißen, du findest es vollkommen okay, dass meine Mama mich angelogen hat? Dass wir uns niemals kennenlernen durften? Nein, ich will damit sagen, dass deine Mutter mich vielleicht besser gekannt hat als ich mich selbst. Ich glaube, sie wollte dich einfach nur beschützen und ich finde, wir beide sollten sie dafür nicht verurteilen. Du schickst mich weg. Jetzt. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Und es ist auch kein Abschied für immer, aber sieh mal, deine Mutter braucht wahrscheinlich einfach mehr Zeit als wir beide. Und erst wenn sie mich akzeptieren kann, haben wir beide eine echte Chance. Sämtliche Parteien sind mehr oder weniger intensiv zu Wort gekommen und ich werde mich jetzt zur Urteilsfindung zurückziehen. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Ihr Verhalten hier vor Gericht wird ein Nachspiel haben. Das hat allerdings mit der Verhandlung hier und heute nichts zu tun. Richter Schachmeier, darf ich auf ein Wort? Bitte. Ich weiß, dass ich hier eigentlich nichts zu sagen habe. Aber niemand kennt Prinz Philipp zu Hohenfelden besser als Nico von Lahnstein. Ich bin nie einem bemerkenswerteren Paar begegnet. Die beiden sind eine Einheit. Und ich bin mir sicher, dass Nico von Lahnstein die Einzige ist, die wirklich weiß, was Philipp möchte. Und deshalb sollte sie auch die Einzige sein, die über seinen Zustand entscheidet. Weißt du, ob Olli noch oben ist? Ja, ich glaube schon. Kann mir jemand sagen, warum ich immer die Arschkarte ziehe? Hm? Schlechtes Karma? Willst du einen Kaffee? Muss dein blöder Ex ausgerechnet jetzt einen Unfall bauen? Und ausgeschlafen? Nicht wirklich. Lass mich mal raten. Ein super Plan hat dich wachgehalten. Weißt du schon, was du willst? Und ob? Ein Wasser. Ich brauche jetzt einen klaren Kopf. Ist klar. Und? Nix und. Theresa, im Ernst, dein Plan ist vielleicht ganz nett, aber er ist total utopisch. Wieso? Was meinst du, was wir für Gewinne mit Brutus einfahren? Ja, das Problem ist nur, ich kann mir kein eigenes Pferd leisten. Wo ein Wille, da ein Weg. Okay. Sagen wir mal, ich würde das Geld für ein Pferd irgendwie zusammenkriegen. Woher? Mir gehört ein halbes Haus in bester Lage.
Das hört sich nach einem guten Plan an. Olli? Nein, ich weiß nicht, wo Tanja ist. Nein, Theresa, das ist kein guter Plan. Wir bräuchten einen Stall, wir bräuchten ein Trainingsgelände, wir bräuchten ein Team und das Ganze muss unterhalten werden. Wie soll das bitte funktionieren? Da finden wir schon eine Lösung. Du siehst gut aus. Ist doch klar, dass mein Sohn toll aussieht. Und dass sich so ein Mann der Kirche opfert, das ist ja ein Jammer. Ja, auch Gottes Bodenpersonal braucht ein bisschen Attraktivität. Ja. Oh, entschuldigt. Ja, hallo? Es nervt. Was ist? Ach, nichts. Alles gut. Ich kenne auch das Gesicht. Leonie reist heute ab. Und du hast sie nicht aufgehalten? Nein, im Gegenteil. Ich habe sie sogar dazu ermutigt. Es geht ihr schon schlecht genug. Vielleicht würde es ihr besser gehen, wenn sie endlich die Chance bekäme, ihren Vater richtig kennenzulernen. Nein. Leonie liebt ihre Mutter. Klar, Kerstin hat Fehler gemacht. Aber dafür hatte sie ihre Gründe und das muss ich mir eingestehen. Ich will auf gar keinen Fall, dass sie meinetwegen mit dem Menschen Probleme bekommt, der immer für sie da war. Du bist und bleibst ein unverbesserlicher Altruist. Ja, dass es nicht deine Sache ist, das war mir klar. Was ist nicht Clarissas Sache? Auf irgendetwas zu verzichten. Oh. Olli, ja, du warst plötzlich weg. Ich habe 4 spanische Balken. Was? Immer noch nicht? Geht's los? Soll ich uns ein Taxi rufen? Nein. Nein, ein bisschen Zeit ist noch. Heißt das jetzt? Bin dabei. Fliegen wir nach Paris. Das freut mich. Hast du Jan noch mal gesehen? Nur kurz vorhin. Und? Nicht schon. Doch. Er hat gesagt, ich soll dir nichts vorwerfen. Und dass du für mich eine super Mama warst. Und dass ich nichts machen soll, was uns auseinanderbringen könnte. Hat er das so gesagt? Naja, fast jedenfalls. Aber im Prinzip schon. Ach, Mama, du hast alles richtig gemacht. Und ich will dich nicht verlieren. Ich hab dich doch so wahnsinnig lieb. Frau von Lahnstein, ich bin's noch mal. Es ist wirklich dringend. Das Shooting muss auf jeden Fall abgesagt werden. Ich kann auf keinen Fall kommen. Hey. Warum um alles in der Welt musst ausgerechnet du mein Fotopartner sein? Hm? Weil wir 2 super zusammen aussehen? Hast du schon mal in den Spiegel geguckt? Ach komm schon, Tanja wird das verstehen. Ein Model kann doch mal krank werden, dann wird das Shooting eben verschoben. Oder umbesetzt. Olli, dieser Fotograf, der soll eine totale Dingens sein. Koryphäe. Genau. Und der hat nur morgen Zeit. Mensch, Olli, sei doch nicht so eine Lusche. Du kannst das Ding doch fürs Foto ausziehen. Bist du wahnsinnig? Das ist echt eine Memme. Ganz im Gegensatz zu deinem Ex-Mann. Der nimmt sein Leben nämlich in die Hand. Ach ja? Hat er wieder eine neue Frau am Start oder was? Von wegen. Der plant mit dieser Pferdetante einen eigenen Rennstall. Von welchem Geld bitte? Du wirst dich also scheiden lassen? Und dann deine Hälfte vom Haus verkaufen? Was mit dir passiert? Lenk nicht ab, ich weiß genau, was du vorhast. Ach ja? Ja? Hat deine neue beste Freundin wieder irgendwelche Lügen über mich erzählt? Wegen Lügen. Ich weiß doch, was ich gehört habe. Du willst dir doch ein Rennpferd anschaffen mit der Dingens. Also, dann erklär mir doch bitte mal, wie das gehen soll, ohne dass du alles verkaufst.
Jetzt pass mal auf. Zum einen geht es dich überhaupt nichts an, wie ich meine Zukunft plane. Und zum anderen, ich kann dich beruhigen. Ich hatte eigentlich nicht vor, mich scheiden zu lassen. Warum auch immer. Tja, Mister, von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Was ist es mit Malle? Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Nach § 1896 Absatz 2 des Betreuungsgesetzes galt es zu überprüfen, inwieweit Frau Nicola von Lahnstein als Bevollmächtigte tragbar ist. Nach Anhörung der Parteien ist das Gericht zu dem Schluss gekommen, dass die bevollmächtigte Frau Nicola von Lahnstein trotz deutlich erkennbarem emotionalen Stressverhaltens nicht den Kriterien der Unzurechnungsfähigkeit entspricht. Der Antrag auf Aberkennung der Vorsorgevollmacht ist demnach abgelehnt. Was Ihr ungebührliches Verhalten hier vor Gericht angeht, werden Sie beide mit einer Anzeige rechnen müssen. Darüber hinaus wird die Staatsanwaltschaft bezüglich Entführung und Nötigung gegen Herrn Klaus Hillebrand informiert. Auch gegen Sie, Herr zu Hohenfelden, wird ermittelt werden. Es folgt die Urteilsbegründung. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Und, hat's wehgetan? Was? Ich wusste es! Kannst du mir bitte erklären, was das ganze Theater soll? Hallo! Hast du jetzt auf einmal Muffen vor der Kamera oder was? Ich höre. Verdammt nochmal, Olli! Du bist gerade dabei, meine Zukunft zu ruinieren. Ja, klar. Jessica, wir können nicht nach Mallorca. Tanja darf da nicht hin. Was? Warum denn? Das kann ich dir nicht erklären. Frau von Lahnstein. Das Shooting absagen? Haben Sie völlig den Verstand verloren? Ich sag Ihnen jetzt mal was. Sie kneifen jetzt Ihre Arschbacken zusammen und kommen hierher, um den Job zu machen. Heißt das, Sie sind schon auf Mallorca? Ja, gerade gelandet. Vor mir liegt das glitzernde Meer. Also, wir haben uns verstanden, ja? Frau von Lahnstein. Ich gehe da mal packen. Hey, super, dass du noch mal rausgekommen bist. Ich muss dir was zeigen. Ich wollte eigentlich nur nach Dennis ausschauen. Der war heute Morgen ziemlich unruhig. Dana ist sicher längst bei ihm. Was willst du nur hier in Hagens Sachen rum? Ach, der kann mich mal. Schau mal, dieses Gestüt ist ein Schnäppchen. Theresa, ich kann das Wort Schnäppchen nicht mehr hören. Nee, wirklich, den kann man super zu einem Top-Gestüt umbauen. Das ist eine Ruine. Was ist eigentlich los mit dir? Du warst doch mal Boxer. Ja, ist ziemlich lange her. Na und? Du weißt, wie das ist, wie man sich hochkämpft, genau wie ich. Ja, und ich weiß auch, wie es ist, wenn man ziemlich schnell einen auf die Fresse bekommt. Ja, und aufstehen. Los, kämpfen, Champion. Lass gut sein, Theresa. Was bist du denn für ein Waschlappen hier? Komm. Hör auf mit diesem Scheiß, okay? Du tust mir weh. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Ich habe einen Herzfehler. Und deswegen habe ich aufgehört mit Boxen. Was? Und das hier, das sind alles kleine Mädchenträume. Hast du das verstanden? Und jetzt bin ich bei Dionysos. Sirens in the distance cry. The trumpet is sounding for someone tonight. Strangers in a blood-red light. Nicht. Steig nicht ein. Was? Du bleibst hier. Einen Teufel werde ich tun. Du fliegst nicht mit nach Paris. Was soll das denn jetzt? Was soll ich denn hier? Wie wär's zum Beispiel mit Surfen lernen? Dein Vater soll ein Superlehrer sein. Aber Mama, was soll das jetzt? Ich habe mich entschieden. Du musst dich nicht entscheiden. Dein Vater und ich, wir haben beide Fehler gemacht. Damals. Wir hatten keine leichte Zeit. Und ich war so wütend auf ihn, weil er mich nicht so lieben konnte. Ich hatte damals gute Gründe. Aber heute haben die keine Bedeutung mehr. Und vielleicht hat sich Anja tatsächlich geändert. Mama,
Ich bin sicher, es wäre besser, wenn du noch eine Weile hier bleibst. Wir reden, wenn du zu Hause bist. Danke. Ich liebe dich, meine Kleine. Ich weiß. Pull back the shield between us. Hey, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wollte dich mal eben drücken. Das ist lieb. Ich muss aber leider wieder los. Ciao. Tschüss. Ach, Nico, heute Morgen haben wir noch das Schlimmste befürchtet. Und das zu Recht? Ich weiß, ich hätte es beinahe selbst verbockt, aber es ist ja noch mal gut gegangen. Ich möchte euch danken, dass ihr mich alle so unterstützt habt. Ohne euch hätte ich niemals so gegen Trutz ankämpfen können. Tja, manchmal entscheiden eben Kleinigkeiten vor Gericht. Die Krawatte des Anwalts, die Magenbeschwerden des Richters oder aber der leidenschaftliche Appell einer Verwandten. Nein, Sebastian hat recht. Ich glaube, ich werde Justus bitten, eine Flasche Champagner zu öffnen. Dann können wir anstoßen. Keine gute Idee? Hast du denn schon einen Plan, wie es weitergeht? Nein. Aber es geht weiter und das ist gut. To find the key to let me in into your heart, to find your soul. Pull back the shield between us, and I'll kiss you. Drop your defenses and come into my arms. I'm all for believing if you can reveal the true colors within, and say you will be there for me to hold when the faith grows old and life turns cold. When faith grows old and life turns cold. So if you're cold, I will stay. Maybe fate will guide the way. I believe in what I see, and baby, we were meant to be. Just believe we're meant to be. Just believe. Ich brauche Sie im Moment nicht mehr hier. Sie können gehen. Wenn du noch einen Moment mit Philipp alleine sein willst, dann... Hast du keine Angst, dass ich ihm wieder den Strom abschalte? Trotz was vorhin im Gericht passiert ist. Ich denke, wir sind beide übers Ziel hinausgeschossen. Eben weil wir ihn so sehr lieben. Wir haben einfach nur unterschiedliche Auffassungen davon, was für ihn am besten ist. Jetzt hast du ja deinen Willen. Darum geht's doch gar nicht. Du kannst jederzeit vorbeikommen und ihn besuchen, wenn du möchtest. Auch ohne diese furchtbaren Wachleute. Ich habe mich bereits von meinem Sohn verabschiedet. So richtig glücklich wirkte der Richter nicht über sein Urteil. Und du? Ich wollte einfach nicht, dass sie ihn so verliert. Auf der einen Seite bin ich froh für Nico und... Naja, aber
Nicht der Philipp, den ich kannte. Nico wird das Richtige tun und Abschied nehmen, wenn die Zeit gekommen ist. Hm. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht bringt ihr unerschütterlicher Glaube ja wirklich ein Wunder zustande. Ich sagte vielleicht. Klar, wir können wieder gehen, Blinde wieder sehen, wer weiß. Die Welt ist voller Wunder. Liebe versetzt Berge. Man muss doch nur dran glauben, dann ist alles möglich. Meine Güte, du bist ja heiß begehrt. Mach ruhig. Ach, verdammt. Olli? Ja, tut mir leid, ich konnte wirklich nichts machen. Nein, mein Flieger geht auch bald. Ach komm, Charlie, jetzt reg dich bitte nicht auf. Zusammen schaffen wir das, da bin ich mir ganz sicher. Mein Gott, du bist sowas von naiv. Scheint in der Familie zu liegen. Ich gehe schon mal. Olli, ist dir das klar? Wenn Clarissa und Tanja hier aufeinandertreffen, dann bleibt kein Stein auf dem anderen. To your heart.